Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein tolles Bastelvideo für euch. Wir gestalten einen süßen weihnachtlichen Kranz aus Pompons. Für dieses DIY benötigst du meine Schablone, die ich in der Videobeschreibung für dich verlinkt habe. Außerdem brauchst du ein Stück Karton, Garn in verschiedenen Farben. Das Garn, das ich verwende, verlinke ich ebenfalls in der Videobeschreibung. Einen Bleistift und eine Schere. Zu Beginn schneidest du die Schablone aus. Wir benötigen nur das untere Teil der Schablone. Das obere Teil gehört zu einem Weihnachtswichtel-Video, das ich dir hier verlinke. Nun schneidest du alle 3 Ringe aus der Schablone aus. Mit diesen 3 Schablonen zeichnest du jeweils 2 Ringe auf das Karton und schneidest sie aus. So entstehen die Pompons. Lege 2 Kartonringe übereinander, nehme etwas Garn und wickele es, wie im Video gezeigt, um die Kartonringe. Wenn das Garn aufgebraucht ist, nimmst du ein neues Stück Garn und wickelst weiter, bis der Ring fast vollständig mit Garn umwickelt ist und es schwierig wird, weiter zu wickeln. Halte das Garn in der Mitte fest und schneide es zwischen den Ringen durch. Ziehe ein Garnstück zwischen die beiden Ringe und mache 2 Knoten. Jetzt entfernst du vorsichtig die Kartonringe und kürzt gegebenenfalls die Garnreste, die zu lang oder abstehend sind. Wiederhole die gleichen Schritte mit anderen Garnfarben und Kartonringgrößen. Ich habe 8 große Pompons, etwa 15 mittelgroße Pompons und viele kleine Pompons gemacht. Für einen gleich großen Kranz wie in meinem Video brauchst du etwa 40 bis 50 Pompons. Es erfordert etwas Arbeit, aber du kannst diese nebenbei beim Fernsehen oder beim Hörbuchhören basteln. Jetzt geht es weiter. Du brauchst 2 große Stücke Karton für die Basis deines Kranzes. Nimm einen runden Gegenstand mit dem gewünschten Durchmesser. Mein Kranz hat einen Durchmesser von 32 cm. Zeichne einen großen Kreis auf das Karton und ziehe dann einen inneren Kreis, etwa 7 bis 8 cm kleiner als der äußere Kreis. Schneide die Kranzbasis aus. Um die Basis etwas stabiler zu gestalten, zeichne die Form auf ein weiteres Stück Karton und schneide es aus. Klebe die beiden Kartonstücke mit Heißkleber zusammen und befestige ein Stück Garn zum Aufhängen, so wie im Video gezeigt wird. Jetzt bauen wir den Kranz zusammen. Starte mit den großen Pompons und platziere sie erst lose auf der Kranzbasis, bevor du sie festklebst. Gib etwas Heißkleber auf die Kartonbasis und drücke die Pompons fest an, bis sie halten. Danach klebst du die mittelgroßen Pompons auf, bis der Karton kaum noch sichtbar ist. Fülle nun die sichtbaren Stellen der Kartonbasis mit kleinen Pompons aus. Ich habe außerdem einige der kleinen Pompons oben auf andere Pompons geklebt, um dem Kranz eine 3D-Optik zu geben. Du kannst aber selbst entscheiden, wie viele du verwenden möchtest. Als besonderes Highlight habe ich noch 2 kleine Weihnachtswichtel auf meinem Kranz platziert. Das Video dazu findest du bereits auf meinem Kanal. Die Weihnachtswichtel habe ich mit Heißkleber befestigt. Da der Kranz später an einer Wand oder Tür hängt, müssen die nicht zu stabil sein. Außerdem habe ich kleine Tannenbäume gefunden, die perfekt zur Dekoration passen. Ich habe sie erst auf dem Kranz platziert, um zu sehen, wie sie wirken und wo sie am besten aussehen. Danach habe ich sie mit Heißkleber befestigt.
zum Abschluss habe ich noch ein paar Holzschneeflocken hinzugefügt, die ich ebenfalls erst an passenden Stellen platziert und dann geklebt habe. Und so sieht mein fertiger Kranz aus. Richtig süß, oder? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.